Am 29. November war es wieder soweit. Weltweit versammelten sich tausende junge und alte Menschen, denen der Klimaschutz wichtig ist. Sie alle protestierten nun schon zum 4. Mal, zusammen beim von Fridays for Future ins Leben gerufenen globalen Streik. Wir waren in Wien unterwegs und begleiteten die Demonstration. Yo, 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 der traurige Gärtner here with a new song called Climate Justice. You guys know Fridays for Future? You should join us, man, you should join us. We meet every Friday on Heldenplatz and we strike for climate justice, you know. What do we want? Climate justice! When do we need it? Now! Geil! Super, dass ihr alle da seid, Leute. Wir sind heute, habt ihr ja vielleicht schon festgestellt, nicht am Heldenplatz. Wir sind vor diesem schönen Konzern. Ich würde vorschlagen, die Mitarbeiter von der OMV und die Mitarbeiterinnen, die sind leider in diesem bösen Konzern gefangen. Aber sie sind nicht von Grund auf böse, sie mussten umgeschult werden auf erneuerbare Energien. Also winken wir ihnen alle mal bitte zu. Nachdem der letzte Klimastreik mit rund 80.000 Teilnehmern laut Angaben der Veranstalter der bisher größte war, gab es auch diesmal wieder hohe Erwartungen. Wir erwarten schon mindestens 30.000 Personen. Beim 4. Klimastreik waren 2 große Themen im Mittelpunkt. Einerseits die OMV, die zu den weltweit größten fossilen Unternehmen zählen, und andererseits der am selben Tag stattfindende Black Friday. Die OMV ist eines von 100 Unternehmen, das für 70% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das heißt, die OMV nicht zu adressieren, wenn es um Klimaschutz geht, ist eigentlich Blödsinn. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auch mal auf die Konzerne und auch auf die Wirtschaft, und da ist die OMV ganz vorn dabei. Die OMV gehört aber auch 1/3 dem Staat Österreich. Das heißt, die Politik muss einfach auch die Rahmenbedingungen setzen, dass Öl- und Gaskonzerne wie die OMV die Transition zu erneuerbaren Energien machen können, weil da arbeiten ja auch Leute. Die OMV schafft Arbeitsplätze und das ist gut, nur diese Arbeitsplätze müssen auch für eine nachhaltige Zukunft da sein. Das heißt, die müssen einfach in erneuerbare Energien umsteigen, und das wollen wir auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der OMV mitgeben. Okay. Heute war ja auch Black Friday. Was war da so die Botschaft dahinter? Weil das Datum wird ja auch nicht ganz zufällig gewählt worden sein. Ja, genau. Also Black Friday ist eben der Tag der Wirtschaft. Alle Leute gehen einkaufen, und wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, dass unser Wirtschaftssystem und unser politisches System auf fossilen Brennstoffen basiert, die, wenn man sie verbrennt, extrem viel CO2 ausstoßen, was einfach nicht mit dem 1,5 Grad Ziel und unserer Zukunft kompatibel ist. Das heißt, wir wollen jetzt nicht die einzelnen Konsumenten, die auf der Junghilferstraße ihre Weihnachtsgeschenke kaufen, attackieren, sondern eben diese großen Konzerne und die Politik, weil wir können weiterhin einkaufen, solange das Wirtschaftssystem auf erneuerbaren Energien lastet. Und wir haben uns hier wie jeden Freitag versammelt, diesmal vor der OMV-Zentrale, um den 4. weltweiten Klimastreik zu starten. Es ist 12, es ist nicht mehr 5:12 Uhr, es ist 12, yeah. Es ist nicht mehr 5:12 Uhr, es ist 12, yeah. Es ist 12, yeah. Es ist Zeit für eine schwarze Karte an dieses sicke System. Das macht seine Gier gerade zu unserem Problem. Doch wir sind hier und richten wie Schiedsrichter. Nicht mehr gelb, nicht mehr rot, eher stilsicher. Das, was ihr tut, ist kein mieses Foul mehr. Es gleicht eher Mord, ihr seid mehr der Ungauner. Braucht euch nicht wundern, dass die Jugend jetzt aufsteht, sich aufregt, rausgeht, die Straße, der Laufsteg. Du siehst ja den ganzen Tag, wenn du nur demonstrierst, du siehst ja nicht, wie viele Leute das sind. Das sind so die Leute um dich, und sonst hast du keine Ahnung. Aber wenn du dann irgendwo höher rauf gehst oder auf eine Bühne gehst oder so, dann siehst du einfach diese riesige Menschenmenge, die alle für ein Ziel da sind, und das war unglaublich berührend. Wenn das Beat droppt, möchte ich alle springen sehen, alle da oben bis nach hinten. Let's go! What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. Wir motivieren, ja, und animieren. Ja. Go, hey, hey! Go home! Fossil fuels have got to go! Hey, hey! Go home! Fossil fuels have got to go! Hey, hey! In the ground! Keep it in the ground! Keep it in the ground! Keep it in the ground! Neben den Personen, die im Vordergrund stehen, gibt es auch eine große Gruppe, die im Hintergrund arbeitet, die Veranstaltungen organisiert, die Themen aufarbeitet und sich kreativ einbringt.
So auch die Werkstatt vom Fridays for Future, die 3 große Herzen als Geschenk für die OMV gestaltet haben. Das eine ist You Deserve a Green Job, also alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der OMV verdienen einen nachhaltigen Job. Einen Job, bei dem man nicht für ein Unternehmen arbeitet, das die Umwelt zerstört und das Öl verbraucht. Dann we are all in this together. Also wir gemeinsam müssen unsere Welt verändern, um eine klimagerechte Zukunft zu haben. Und Fossil Fuels have got to go. Also wir müssen einfach echt jetzt möglichst schnell raus aus den Fossilen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess, aber ein Prozess, den wir gemeinsam machen müssen. Okay. Die Verantwortlichen zeigten sich auch diesmal wieder zufrieden. Denn trotz der winterlichen Temperaturen nahmen 20.000 Menschen, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, am Streik teil.